Die absolute Legende steht vor mir. Als ich in dem Alter war, jetzt überlege ich mal gerade, 1980, da war ich 12 Jahre alt. Und du? 13? 13. Du bist Baujahr 67. 67, ich bin 68. Damals war ein Porsche für uns alle, oder ich sag mal, zumindest mal für mich, ja, bei dir weiß ich es ja nicht, ja, nur erreichbar als Spielzeug, so ein bisschen. Ja, ist tatsächlich so, ja. Und wenn ein Spielzeug war, dann war es so eins. Genau. So, den werden wir jetzt mal Probe fahren. Ja. Erinnert mich so ein kleines bisschen, ist das nicht böse gemeint, aber an so ein bisschen an Volkswagen. Oder waren die damals enger zusammen? Ja, die waren damals enger zusammen. Also von der Grundkonzeption ist es ja auch vielleicht vergleichbar, wenn auch ganz anderer Leistungsoutput etc. Aber es ist halt ein VW. Derivat, so gesehen. Derivat, so gesehen. Nein, es ist ein Porsche. Wir nennen es auch nicht VW. Ich will mal was zeigen. Also damit ihr mal seht, warum ich das so sage. Daneben steht ein, was ist das? Hier, der schwarze oder? Ja. Das ist ein Macan. Macan. So, da steht ein Macan. Das ist ja nicht der größte SUV, den ihr habt, sondern geht noch ein bisschen größer. Genau. Die Autos waren früher kleiner, ne? Definitiv. Schmaler, kleiner. Also das ist stark gewachsen in den letzten Jahren. Wenn ich ihn jetzt in dem aktuellen 11er sehe, ist das Auto wirklich deutlich größer. Aktuelles Auto. So, was wiegt der denn ungefähr? Der lag irgendwie im Bereich von um die knapp 1200 Kilo. Überleg mal, 1200 Kilo. Der neue wiegt 1600? Ja, so in dem Bereich. So 400 Kilo ist eine Welt, oder? Ja, ist eine Welt. So, man muss fahren können mit dem Ding. Er hieß auch früher Witwenmacher, weil der Turbo sehr unvermittelt kam. Wenn der dann in der Kurvenfahrt kam, der Turbo, weil der hat ja so eine Gedenksekunde, dann war das eine Sache, die zu Problemen führen konnte. Achso, der hat ein Turboloch. Der hat ein Turboloch, ja, weil da gab es ja nichts in der Richtung, dass der gefangen wird irgendwie durch irgendwelche Helferlein, ESP, Anti-Schlupfregelung oder was auch immer. Also ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, du antwortest mit Ja oder Nein. ESP, Spurhalteassistent, Tempomat, Nee. Servolenkung. Nee. Nein. Aber wenn er mal rollt, dann rollt er. Fuchsfelge. Ja. Gut, ja. 5-Gang-Getriebe. Nee. 6-Gang. Nee. 4, also 5 schon, also weil der Rückwärtsgang, wenn ich ihn mitzähle, hätte er 5, aber es ist ein 4-Gang. So, Schiebedach hat er auch. Übrigens ein XL-Schiebedach. Aber damals war das schon groß, oder? Damals war das schon groß. Das war ein schönes Stahlschiebedach. Also eine klassische Option beim 11er. Ist das Leder original? Ja, ist original. Originalleder. Also wie er hier steht, was hat er gelaufen? Weißt du? Der ist bei Tacho 67.000 Kilometer. Und die Patina von dem Fahrzeug spricht das auch. Also das ist jetzt... Originallack. Nee, er wurde nachlackiert. Er wurde einmal lackiert, der Wagen. So, er wurde aber von einem Porsche Zentrum nachlackiert. Also im Auftrag, kann man es so sagen. Also ist es ein Liebhaberauto? Oder? Es ist ein Liebhaberfahrzeug, aber das ist halt immer das Problem von Historie bei solchen Wagen. Die nochmal halt nach dem Alter, nach der Dauer, nochmal so richtig zusammenzustellen. Das ist teilweise kompliziert. Also das Auto hat eine Motorüberholung bekommen. Was heißt das? Also der Motor wurde zerlegt, nochmal abgedichtet, nochmal zusammengesetzt. Komplett auseinander? Ja. Dafür gibt es auch eine Fotodokumentation. Aber wie gesagt, er ist nicht nachlackierungsfrei, der wurde einmal lackiert. Ist aber gut gemacht. Ihr seid hier im Porsche-Zentrum. Das heißt, wenn ich den jetzt kaufe, bekomme ich für ein Auto aus dem Jahr 1980 noch Garantie von euch? Nö. Nee. Und der Ausschuss ist jetzt ein Kundenauftrag, das Fahrzeug, das vermarktet wird. Und das Auto hat halt keine Garantie, bekommt auch von uns im Vorfeld nochmal neue Bereifung und auch eine Großinspektion. So, also, dass man im Kundenauftrag bedeutet, der steht hier. Der Kunde möchte ihn gern verkaufen, ihr macht das im Kundenauftrag. Das ist jetzt auch kein Trick. Ihr könntet den ja auch ankaufen, theoretisch, würdet dann die Garantie übernehmen. Aber hier kann man da was falsch machen bei dem Fahrzeug. Das ist ja auch kein Auto, das ich jetzt als Daily Driver nutze. Das ist ein Auto, mit dem fahre ich am Wochenende mal schön nach Rheinland-Pfalz oder so zum Weinbauern oder zum Winzer. Aber mit dem fahre ich jetzt ja nicht nach Südfrankreich und mache da 14 Tage Autourlaub. Das mache ich ja nicht. Ne? Leistung nochmal? 300 PS. 3,3 bei 1200 Kilo. Genau. Und Drehmoment, was hat ein Hubraum nochmal, wie viel? 3,3 Liter. 3,3 Liter. Boxer. Aber das war ja damals, war das die Feuerwehr, oder? Das war die Feuerwehr, war zeitweise das schnellste Serienfahrzeug der Welt. Wow, das heißt, wir stehen vor einer echten Legende. Ja. Alles eigentlich wie heute. Das heißt Heckmotor, genau. Boxer, ja. Tiefer Schwerpunkt. Ja, Heckantrieb, ne? Also ja, wie gesagt.
Und die Formensprache mit diesen breit gestellten Kotflügeln und so, das spricht ja schon für sich. Also das ist wirklich, das war früher auch schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Also wirklich ein super. Kannst du mal ein Stück vorfahren? Auto. Sagen wir so lieb. Klar. Das heißt, auch damals war schon der Anlasser, der Zündschlüssel links, oder? War auch schon dort. War schon links. Man ist ja noch nicht so lange her, dass wir... So, Schlüssel ist wo? Hier. Da. Wohin gehört? Ach, das ist ein ganz normaler Zündschlüssel. Boah, der Boxer hat ja den Vorteil, dass ich glaube, die bewegten Massen sind sehr ausgeglichen beim Boxer. Ja, genau, richtig. Also er ist wirklich, also von der Laufkultur ist es wirklich gut, der Motor. Das heißt, auch wenn du Gas gibst, da bewegt sich nicht viel. Nee, wirklich wahr. So, genau, fahr mal ein Stück vor, bitte. Weil ich kriege ihn gar nicht aufs Bild ganz. Boah, ist der cool. So, hinten kommt noch ein kleines bisschen Wasser raus. Darf ich mal was fragen? Ja, klar. Darf ich mit dem nach Stuttgart fahren? Wann? Nee, Abgasnormen und so weiter? Ja, logisch. Wir hätten eine grüne Plakette. Echt? Ja, klar. Warum? Nee, ich frage nur, der erfüllt Euro 6, oder? Nee, also es gab damals diese Euro 6 Einstufung noch nicht. Und die Fahrzeuge haben im Verbrennerbereich Benziner eigentlich immer grüne Plakette. Okay. So ist das gut. Ich lasse das mal offen. Also wir schreiben das nochmal rein, wie das genau ist, Ja. dass wir das sehen. Hat der ein H-Kennzeichen? Kriegt er eins, wenn er Der da... eins bekommen, weil er jetzt Serie ist. Ist ja jetzt nichts irgendwie da großartig gebaut. 1980, ich glaube, die müssen 30 Jahre mittlerweile. genau. Der ist jetzt 30 Jahre, der könnte ein H-Kennzeichen. Und dann wäre er eh egal mit Der Plakette. ist sogar schon etwas älter. Ne? Wenn er 83 ist, ne, ist er bei 40. Ist er bald 40. So, ich komme mal zu dir. Ja. Also Lenkrad, wir zeigen mal gerade Airbag. Nö, oder? Nö. Gut, kein Airbag. Gurte, ja. Ja, gut. Ja. Aber ich zeig's mal gerade. Also 3 Punkt-Gurte. 3-Punkt-Gurte und das System ist eigentlich gleich geblieben. Hier sind die Notsitze hinten drin. So, ich komme mal zu dir. Bin ich mal gespannt. Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich habe ja schon gefährliche Sachen erlebt, wie zum Beispiel in einem VW T3. Ups, warte. Ich habe den Sitz ein Stück zurück. Oh, der ist ganz zurück. Ja. So, ich bin drin. Warte ganz kurz, Stefan. Weil der wird wahrscheinlich nicht anzeigen, dass ich nicht angeschnallt bin. Nee, tendenziell nicht. Und warte mal ganz kurz. Ich zeige mal gerade was ganz Tolles. Das ist ein Blaupunkt Heilbronn RCC 24. Kassette. Und Kassette. Ich glaube, das war damals noch nicht drin, oder das Radio von Das ist ich glaube auch, das ist kein Originalradio. Da bin ich mir jetzt wirklich nicht so 100% sicher. In meinen G-Modellen, also die auch so vom Baujahr her in die Richtung gingen, waren andere drin. Also da ist wirklich, weiß nicht, ob das das Richtige ist. Also Blaupunkt Heilbronn. Spielt ja keine Rolle, aber es ist auf jeden Fall zeitgemäß. Also wenn ich das nicht genau wüsste, dann ist hier Armaturenbrett beledert. Ja, genau, Oberteil beledert. Das war auch früher so ein klassisches Extra. Der hat jetzt sogar hier eine Klimaanlage hat er drin, der Wagen. Das ist also für dieses Baujahr, für diese Baureihe eigentlich relativ selten. Ne? Wo ist die Das Klimaanlage? ist die Steuerung der Klimaanlage. Das ist die Steuerung. Ist die nachgerüstet oder kam die ab Werk? Die kam ab Werk. Und das ist das Original Lenkrad, Genau. beledert. Ja. Und du sagst keine Servolenkung. Keine Servolenkung. Okay. Ja gut, ist vermutet, ist jetzt aus. Ja, wird sich aber nicht ändern, wenn der Motor an ist. So, jetzt ist ja so, selbst die Elektrofahrzeuge heute bei euch heißen auch Turbo bei Porsche. Jetzt ist das aber ein Turbo-Turbo. Das ist ein richtiger Turbo. Der hat hier unten die Anzeige von den Bar, also wie viel Druck der Turbo dann dementsprechend aufbaut. Und das merkt man ja dann auch im Vorwärtsdrang. So, und der hat auch einen 6-stelligen Kilometerzähler. Und der hat original, nehme ich an, 67.163. Da gehen wir jetzt mal davon aus, von den Dokumentationen, die uns vorliegen, dass das so ist. Ja. Gut. Hier ist das 4-Gang-H-Schaltung, Genau. Heckantrieb. Was ist das hier? Das ist nochmal die Einstellung der Heizung. Was macht die da? Also du kannst hier praktisch die Temperatur vorwählen und das Gebläse geht dann automatisch halt dementsprechend. Da der Motor ja hinten ist, ist wahrscheinlich der Wärmetauscher auch hinten. Richtig, hast den Tauscher hinten, genau. Okay, verstanden. So, lass noch gucken, was haben wir noch hier? Druck, Öldruck oder was ist das?
Okay. Was ist zu tun zum Anmachen? Nix, Kupplung treten, rumdrehen. Drehen. Springt an wie am ersten Tag. Ja klar, logisch. Also warum auch nicht? Okay. So, Wie was. gesagt, Lenkrad ist jetzt immer noch so, wie es vorher war. Aha, verstanden. So etwas. Ich sag mal, du bist 1,90 Meter fast, oder? Ja, fast. So, also bis so, ich sag mal 1,95 Meter wird es noch gehen. Genau. Geht der Sitz tiefer oder? Nee. Das war's dann. Ist so, wie er ist. Länge, kein Problem für dich? Nö, passt auch. Kann noch 1 zurück von der Raste. Also ging aber noch ein dann bisschen. wieder schwierig mit der Kupplung, also da bin ich wieder 1 vor. So, fahr mal. Ich bin mal gespannt. Toll finde ich hier so Sachen wie Scheibenheizsong. Wir sind im Porsche Zentrum Saarland. Heute ist der 28. Februar. Wenn ihr diese Aufzeichnung finden werdet, dann... Aber jetzt ist da tolles Wetter, oder? Es ist kein Frost. Ich gehe ganz kurz rein, hole noch den Geldbeutel, wir müssen nämlich noch tanken und dann geht's los. Ah ja. Ja, mach mal. Ich lass mal laufen. Lass mal laufen. Denn hier vorne ist nämlich die Tankanzeige. Der ist tatsächlich ziemlich empty. Und auch hier sieht man alles analoge Zeigerinstrumente, wie heute natürlich der Drehzahlmesser in der Mitte. Wie sollte es anders sein? Und ja, auch das Leder hat richtig schöne Patina. Also wenn ich hier den Einstieg sehe, das ist richtig schön, die 2 Notsitze. Er riecht gut. Also ein richtig schöner, toller Duft. Fast 40 Jahre alt. So, Stefan kommt. So, wir können nicht so lang machen. Sag mal, eine Frage, Spritverbrauch, kann man den irgendwie messen? Jetzt hier aktuell nicht, von der Anzeige her nicht. Den können wir ja auslittern, also wenn er jetzt komplett voll wäre, können wir ja halt gucken, wie viel Verbrauch er hatte. Aber es gibt keinen Bordcomputer, der dir jetzt sagt, das Auto... Hat der CAN-Bus schon? Nee, hat keinen. Kein CAN-Bus. Okay, das heißt also, wenn jetzt hier der Azubi bei euch kommt mit dem CAN-Bus-Stecker, dann weiß man, man sollte hier diese Fahrzeuge, sind das die etwas älteren, die sich gut auskennen damit? Ja, also wir haben da so ein paar Spezialisten in dem Zusammenhang, aber das ist halt jetzt nicht mehr Schulungsthema jetzt bei Porsche, weil die Autos halt wirklich mittlerweile von Spezialisten gewartet werden. Ne, sag ich mal. Heißt aber, wenn ich so ein Auto besitze, kann ich vertrauensvoll zu euch kommen. Ihr könnt das noch, oder? Ja, es gibt noch Leute, die halt Ausbildung auf dem Fahrzeug haben. Wow. Straßenlage wie bei den neuen direkt? Ja, natürlich direkt, aber halt älter direkt. Ne? Also es ist halt jetzt nicht mehr so, ich muss das Auto halt aktiv fahren. Also das kann ich beim Porsche, beim neuen natürlich auch machen, aber bei den alten waren halt die ganzen Helferlein und so, die waren halt nicht vorhanden. Das heißt, WhatsApp schreiben zwischendurch nicht so gut. Nee, schlechte Idee. Schlecht. Sowieso schlecht. Ja. Macht das nicht. Genau. Aber hier besonders schlecht. Hier besonders schlecht, ja, das stimmt. Sag mal, die Scheibe, die Frontscheibe ist beheizbar. Ja, War das immer so? Oder? nee, das ist eine Option gewesen. Also das war auch wirklich was Seltenes. Ja, aber die ist wirklich beheizbar, stimmt. So gut erkannt. So, das ist übrigens ein Original-Zigarettenanzünder noch. Ja, ein Original Aschenbecher. Gibt's ja heute auch nicht mehr sowas. Also er riecht nicht nach Rauch. Er riecht nicht nach Rauch, aber er riecht nach altem Porsche halt. Das ist halt einfach so eine Also wenn ihr das spezielle kennt- Aura so bei so einem Fahrzeug, finde Es ich. ist ungefähr eine Mischung aus alter Käfer und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist so eine Ledermotor, Ölgeruchskombination irgendwie, ne? Das ist wie diese Triebwagen, die roten früher. Kennst du die noch? die roten Triebwagen von der Bahn, oder? Von der Bahn, ja. Ja, kenne ich noch. Aber rochen die auch so? Ja, ich glaube ja. Also wenn du in so einem Bahnabteil warst, so ein kleines bisschen, das ist, aber er riecht gut. Also riecht richtig lecker. Er riecht halt so oldschool, ne? Das ist halt passend. Du hast gesagt, es war eins der schnellsten Serienfahrzeuge der Welt zeitweise. Wie schnell fährt denn er? Der fährt 260. Aber das ist dann, ich glaube, das ist dann im Vergleich zu heutiger Fahrweise, das ist, glaube ich, der Ritt auf der Kanonenkugel, ne, sowas. Weil das wirklich, das Auto läuft ja dann auch der Spurrille nach. Also ist ja wirklich, der wird ja nichts gehalten jetzt von Spurhalter, Assistent, tralala und sowas gibt's da nicht. Das ist
pures Fahren. Ne? Also da muss man wirklich noch arbeiten. Und auf der Landstraße so ein Auto schnell zu bewegen, ist, glaube ich, die Königsdisziplin. Ja, zumal du nicht weißt, im Herbst, wo die nächste glitschige... Genau. Wo die Lage ist mit Laub, mit Nassem oder so. Ne? Das ist alles nicht so witzig. Das heißt, der geht dann weg, oder? Geht dann weg, ja. Der dreht sich dann und wenn du Glück hast, kannst du den irgendwie fangen oder versucht sich zu drehen. Wenn du Glück hast, fängst du den. Wenn du Pech hast, dann drehst du dich halt. Also wir wollen ja das Auto noch verkaufen, muss ich dazu sagen. Haben wir vor, genau. Haben wir vor. Aber im Moment tun wir alles, dass der Käufer nicht kauft. Aber wer so ein Auto kauft, muss das wissen, oder? Ja, also klar, es kommt jetzt natürlich keiner zu uns, der sagt, ich suche ein Auto, das sich fährt wie ein moderner 992, 911er, aber aussieht wie ein G930. Das ist nicht der Fall. Sowas wird nicht kommen. Also deshalb, die Leute wissen schon ganz genau, worauf sie sich da einlassen und wollen das auch. Ja. Sehr schön, ja, tank mal. Ich bleib mal hier und beschäftige mich mal mit so wichtigen Sachen wie einer 2-Zonen-Klimaautomatik, die uns hier drin ist. Ich habe gerade gewitzelt, eine 2-Zonen-Klimaautomatik. Anzahl der Tankdeckel? Einen. Ja. Und Volumen, was hat er? 40? Jo. 40 Liter. Okay. Ich dachte, es wäre ein Scherz. Aber so, der ist da vorne. Stefan füllt ein. Das heißt, es müsste auch relativ schnell gehen. Er dreht. So, und das ist der ganz normale Tankdeckel. Was tanken wir denn heute? Ultimate 102. So. Und ich lese mal vor. 1,98,9. Ja, bei 40 Liter geht es ja schnell. Ich überlege gerade, wie war das? 1980 wahrscheinlich genauso wie heute. Ich finde die Anzeigeinstrumente finde ich so klasse. Weil innen drin ist noch Metall. Öldruck. Er hat richtig tolle Patina. Und das war also kein Ausstellungsstück, sondern er wurde wirklich im Alltag bewegt. Was hat er reingemacht? 15 Liter für 30 Euro. Ja, damit wir auch gleich wieder weiterfahren können. Ja, macht er mal zu. Und er kommt gleich wieder. Auch die Sitze sind so hier so abgesteppt. Und der Himmel, das kenne ich noch. So ein typischer automotiver Lochhimmel, der drauf ist. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Die Ausstellfenster an der Seite, die auch noch da sind. Die da. Und der Blick natürlich auf das breite Heck. Ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Das ist wirklich cool. So, ich guck mal gerade. Das ist wohl Fensterheber und das hier könnte, ich kann mal probieren. Das ist wahrscheinlich der Verstellmechanismus. Ah ne. Ich dachte, das wäre der Verstellmechanismus für den Spiegel. Da muss ich gleich mal fragen, wie der Spiegel verstellt wird. Wahrscheinlich befürchte ich es wird manuell gemacht. So, Stefan holt sich wahrscheinlich noch einen Snickers. Und was fällt mir noch so auf? Also hier ist die Gebläsesteuerung. Und da ist der Stefan. Da ist er. So 15 Liter, wie weit kommen wir damit? 80 Kilometer. Nee, schon, oder? Ist der Turbo, hat genommen oder war es ein sparsames Auto? Bei dem Turbo war es halt früher einfach so gewesen, es war ein Performance-Bringer. Ne? Mittlerweile ist es ja so, dass es eher so in Richtung geht, dass man sagt, ich kann den Motor kleiner machen, wenn ich mit Turboaufladung arbeite und habe dadurch dieselbe Leistung wie jetzt beim größeren Mehrhubraum. Das war früher halt anders gewesen. Hier ging es halt wirklich um Leistungssteigerung. Das heißt, der hätte ohne Turbo wahrscheinlich die Hälfte gehabt, oder?
Der lag ohne Turbo in einem Bereich von knapp 200 PS. Also Und jetzt hat er 300. Der Turbo hat da wirklich was gebracht. Ne? Also das ist so. Und Turboloch, wie muss man das beschreiben? Weil die Leute können das ja im Fernsehen jetzt nicht fühlen. Ja, wir fühlen es jetzt auch momentan noch nicht. Er fährt sich jetzt momentan ganz normal wie ein Sauger. Das Problem ist, oder das Thema ist, wenn der jetzt nachher Ladedruck aufbaut, dann dauert es einen gewissen Moment, bis dieser Druck halt aufgebaut ist. Und um den dann halt abzugeben, diesen Druck, braucht er halt eine gewisse Zeit, wie gesagt, um ihn aufzubauen. Und wenn er dann aufgebaut ist, dann kommt diese Leistung relativ schlagartig. So, jetzt klemme ich mal auf, da unten ist ja Bar, das ist der Ladedruck. Genau. Das ist Und die Ladedruckanzeige vom Fahrzeug. Und es dauert jetzt ein bisschen, bis sie aufgebaut ist, oder kommt die? Genau, die kommt, wenn ich jetzt Gas gebe und das abrufe, dann wird dieser Druck dann halt komprimiert in dem Turbo, in dieser Schnecke, das ist ja so eine Laderspirale. Ach, du musst richtig ihm geben. Ja, ist okay. So, ich halte mal nach unten, weil du möchtest das nicht dokumentiert haben. Du warst 5 Kilometer über dem 50. Echt? So, hier ist 30. Ah ne, ist aufgehoben. Guck mal. Guck mal da, Mensch, da kann man ja mal schneller fahren wie 30. So, wir sind auf der A620. Ah, hier ist 30 wieder. So, jetzt machen wir 30. Und Kurvenlage? Ja, hat er. Der muss ab und zu bewegt werden, sagst du, gell? Ja, das sind so Bewegungsfahrten, die sollte man mal wirklich machen, weil die Dichtungen ermüden ja auch bei so einem Fahrzeug auf Dauer. Wenn der jetzt immer steht, das ist halt manchmal auch so ein Thema bei so Sammlerfahrzeugen, dass die jetzt nicht besser werden vom technischen Zustand. Aber was krass war eben schon so ein bisschen das Momentum. Klar, der Taycan mit 800 PS, der hat nochmal vielleicht ein anderes, aber das hier das hatte ich damals 1980, das Gefühl. Ja, das ist halt so ein pures Fahren, also so wie man sich das vorstellt, wie alte Porsches fahren. Also wenn das jetzt ein G-Modell wäre, würde er ja vergleichsweise fahren. Hier ist es halt im Endeffekt diese hohe Leistung bezogen auf das leichte kleine Fahrzeug. Ich meine, wir haben ja eben gesehen, der ist ja jetzt nicht viel größer gefühlt als ein VW Käfer, hat aber halt 300 PS und früher hat ein Käfer halt mal maximal 60 PS gehabt irgendwie und er hatte 300. Ja, nochmal 300, der hatte fünfmal so viel. Fünfmal so viel Leistung, ne? Und das merkt man dann auch irgendwann, ne? Jetzt, wie gesagt, jetzt fährt er sich ganz kommod. Er ist auch hier bei der Druckanzeige vom Turbo, liegt er bei 0 an. Das heißt, ich rufe jetzt keine Leistung ab, weil ich jetzt ganz normal rolle. Nur so gesehen. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas, um halt diese 80 km/h zu haben, um da mitschwimmen zu können. Aber wenn ich jetzt Leistung abrufe, dann baut er hier auch Druck auf und dann kommt jetzt dieser Punch. Du hast es eben schon erwähnt. Wenn man das nicht gewohnt ist, in so einem etwas älteren Auto zu fahren, die Geschwindigkeit kommt einem schneller vor. Ja, das ist so. Also wenn ich so sehe, früher bei meinen G-Modellen oder auch jetzt bei ihm, immer wenn man da jetzt halt schnell fährt mit so einem Auto und denkt, oh, jetzt bin ich ganz weit vorne, das ist im Vergleich zu dem jetzt aktuellen, modernen, neuen Fahrzeug, ist das jetzt nicht so schnell, aber es fühlt sich halt einfach anders an. Es ist diese Erlebniswelt um dich rum dann mit dem Auto, weil du halt wirklich noch aktiv lenken und fahren musst und der läuft auch der Spurrille nach irgendwie. Das musst du hier halt ausgleichen. Da kannst du nicht reinsetzen und sagen, ich mache jetzt Tempomaten an, der fährt jetzt von sich aus. Das ist halt ein Auto, das musst du fahren. Gut, und besonders anstrengend Kurvenfahrten bei Nässe, bei Eis. Ja. Hat man so ein Auto besser im Winter zu Hause gelassen? Ja, denke ich. Also es macht, glaube ich, wenig Sinn, mit so einem Auto im Winter rumzufahren. Jetzt heutzutage eh nicht mehr, weil es halt einfach eine Sache ist, wo man sagt, ich fahre einen Wert umher. Warum sollte ich dem dann halt dieser Gefahr aussetzen? Das sollte man dann ja lassen. Preis, was soll der kosten? Der liegt jetzt aktuell bei 119. 1.000 Euro. 119.000 Euro, ganz genau. Ja, ich frage mal so, es hätte ja auch Mietpreis pro Tag oder... Wäre möglich gewesen, ist aber nicht der Fall. Also er wird auch nicht vermietet. Wie gesagt, wir bewegen ihn auch nur von Zeit zu Zeit einfach mal, damit das Ganze noch frisch bleibt. Aber ja, wie gesagt, fährt ja schön. Also Sammlerstück, wenn ich schon 4 Porsche habe zum Beispiel? Dann ist das eigentlich so das richtige Auto, wo man dann jetzt noch als 5. den auch noch haben müsste, ne? Falls man den schon hat. Falls man den schon hat. Ja, aber es gibt auch viele Modelle jetzt in der Richtung, die halt wirklich so dieses Image haben, wo man sagt, das ist ein Sammlerauto, den kann man wirklich kaufen, weil es halt einfach vom Modell her passt, ne? So, und wir fahren übrigens echte 112. Das ist
Wir sind etwas schneller als der LKW, aber du spürst die Straße sehr genau. Ja, auf jeden Fall. Du kriegst also schon mit, was das Auto macht und wie er sich verhält. Ne? Auch durch dieses Lenkrad, das ist ja relativ dünn, merkst du halt schon, dass das arbeitet, das Ganze. Wow, ja, hier ist noch nicht frei. Was reizt dich an dem Auto? Das ganze Gesamtkonzept so gesehen, das ist halt wirklich noch so was Puristisches. Also jetzt nicht so wie jetzt ein neuer Golf oder egal welches Auto jetzt ist. Alles, die haben ja alle diese Weichspülerbehandlung zwischenzeitlich bekommen, alle Hersteller. Aber es ist auch von der Sicherheitsrelevanz ja auch so ein Thema. Ich meine, das Star-Auto ist jetzt wirklich ein Auto, da sind wie gesagt keine Airbags drin, da ist kein Seitenaufprallschutz drin, den Seitenairbag haben wir auch nicht, also da ist nichts. Ne? Und wenn ich damit jetzt irgendwie verunfallen sollte, wäre das doof. Also vielleicht beschränkt man sich aufgrund dessen auch schon ein bisschen mehr. Aber du merkst schon, wie laut es jetzt in dem Auto ist. Es ist jetzt nicht leise hier, ne? Aber macht trotzdem Spaß. Also Wir fahren gerade 100. So, hier ist 80. Du weißt, die können hier die Mittelstreifen auslesen im Video später. Ja. Deswegen halte ich mal weg. Kann man machen. Sag mal, ist hier Dauer 80 oder wird es wieder frei? Es wird auch nochmal frei werden, denke ich. Ich bin guter Dinge. Immer noch 80. Ja, hier war mal früher Spaß-Area. Spaß angesagt, ja. Das war auch der Grund, warum wir wahrscheinlich in diese Richtung gefahren sind, ne? Ich glaube, die arbeiten hier an der Brücke. Deswegen. Aha. Gut, aber nicht auf unserer Seite. Sag mal, die Spiegel, wie werden die verstellt? Die kannst du hier manuell verstellen. Und wie? Indem du die Scheibe runter machst und dann einstellst. Ich habe eben gerätselt, aber Du kannst ihn hier elektrisch verstellen, aber auf der Beifahrerseite musst du manuell. also links elektrisch. Machen, wie du brauchst. Die wurden auch früher als Serie, wurden die auch nur mit einem Außenspiegel ausgeliefert. Da gab es keine zweiten. Also die gab es schon, sieht man ja, aber war eine Option. Wir fahren 140. Sehr cool. Ja, also bis jetzt, also du konntest eben mal kurz, ist das so ein Landstraßenauto auch? Ja, ist es schon, aber wie gesagt, man muss da die Materie beherrschen und man muss da auch damit fahren können, weil, wie gesagt, wenn vor dem Scheitelpunkt der Turbolader einsetzt, weil ich so viel Gas abrufe, kommt der Turbo und der schiebt mich natürlich dann übers Ziel hinaus. Das ist das Problem bei dem Auto dann. Vom Turbolader her. Boah, die haben auf dem Weg nach St. Ingbert jeden Spaß dezimiert. Das war früher schöner. Also jetzt 800 Meter kommt die nächste Baustelle. Mal gucken, was Die Brücke ist ja auch noch kaputt. Ja, stimmt, da war ja was. Ja, das war früher anders, das stimmt. Damals. Sellemolz, wie der Saarländer sagt. Du bist Saarländer? Ja. Wo bist du geboren? Saarbrücken. Saarbrücken. Ja. So, wir reihen uns mal ein. War das hier... Das reizt dann doch zu sehr, wenn man links ist, oder? Ja, natürlich, klar. Aber ich habe auch momentan keinen Helferlein dabei, kein Handy oder irgendwas, das es jetzt mir irgendwelche Informationen geben könnte. Also aufgrund dessen kann man ja auch mal 80 fahren, das ist ja auch gut. Fährt ja auch schön mit 80. Sehr schön. Erklär mir mal, wie die Heizung geht. Also du kannst jetzt hier praktisch die Stufen einstellen, also die Gebläse? Intensität, genau. Dann, wo die Luft rauskommt, kannst du hier hoch oder runter. Und hier kannst du auf warm stellen und dann kannst du hier nochmal drehen. Und dann kommt hier ab 8, geht er jetzt hier hoch und wärmt dann praktisch von hinten vom Wärmetauscher her. Das ist wieder Hebel, hier mechanisch geht er hoch. Ah. Und eine Klimaanlage hat er auch. Ja, die ist da unten, wie gesagt, da hat er auch 3 Stufen und dann kannst du hier die Temperatur dann über Drehregler einstellen. Sag mal, die gibt's ja noch älter, oder? Turbos? Oder war das hier der erste? Genau, es ging 78 los mit dem Turbo. Da hat er
noch ein bisschen weniger Leistung gehabt. Jetzt kann man ein bisschen Gas geben. Der kommt schon, ne? Ja. Das war nur angetippt. Das war nur angetippt, ja. Und wie gesagt, das ist jetzt schon praktisch die zweite Ausbaustufe. Das ist jetzt schon der 3.3er. Aber du, 3 Liter. du hast die ganze Zeit G-Modell gesagt. Ja. Das ist ja kein Mercedes. Nee, aber G-Modell war das Modell nach dem F-Modell, kam das G-Modell und das wurde dann praktisch dann die Basis für den Turbo. Und hier nennt er sich auch 930, das ist dann praktisch die Entwicklungsziffer von Porsche. So. Wow. Wir fahren jetzt übrigens gerade mal 150 und es fühlt sich an wie 200. Ja, das stimmt. Da geht noch viel mehr, sagst du. Geht noch einiges. Wir können jetzt auch einen Gang runterschalten. In den nächsten. Jetzt sind wir in welchem Gang? 3. Ah, es gibt einen 4. Gang. Ja, ja. Jetzt ist der Turbo da. Ja, ja, da hier ist Ah ja, der Turbo ist da. Turbo ist da. Bremse auch? Ja, Rückbank auch. die Rückbank auch. Da ist er. Boah, du hast mir nicht zu viel versprochen. Ja, der hat Punch, also wirklich. Das ist halt im Verhältnis, wie gesagt, jetzt mittlerweile ein Auto mit 300 PS. Der Basis Cayman hat mittlerweile 300 PS. Nur es fühlt sich hier halt ganz anders an. Das ist was ganz anderes. Und dass man hier bei 140 im 3. Gang noch rumfährt, ist ja auch selten. Ne? Hat halt eine ganz andere Übersetzung. Das 5-Gang-Getriebe, das kam 3 Jahre später. So, wir müssen gleich nochmal tanken. Wir müssen gleich nochmal tanken, genau. Wir fahren ja auch gleich nochmal zurück. Aber Tank ist noch okay. Nee, das war Spaß. Also es gab ja früher diesen Witz mit dem, was war das, Jaguar? Die alten Jaguars, XJ12. Machen wir den Motor aus, der Tank wird nicht voll. Ja, genau, richtig. Der hat zu viel verbraucht. Gab es ja auch teilweise die Fahrzeuge von Jaguar mit den 2 Tanks. Ne? War ja auch möglich. Krass. So. Wir sind ja nicht so Spaß hier. Nee. So, jetzt kommt der. Der liegt. Der liegt, ja. Er hat natürlich die Ballonreifen, die er hat er natürlich ein bisschen mehr Federung an sich. Weil du merkst halt schon, dass die Reifen halt auch nachfedern. Der fährt jetzt, glaube ich, hier, müsste ich jetzt gucken, also eine 60er oder 70er Serie von der Höhe her vom Reifen. Das ist natürlich ein anderer Reifen als jetzt die neuen, moderneren Reifen, die jetzt irgendwie mit 45er oder 40er Serie fahren von der Höhe. Ja, das ist schon ein Unterschied. Also was auch immer du gerade gesagt hast, du meinst, es sind keine Niederquerschnittsreifen. Korrekt, genau, richtig. Wie hast du genannt? Ballonreifen. Genau. Also wenn ihr Lust habt, mal sowas zu erleben und das jeden Tag. Zustand, sagst du, ist absolut okay, oder? Ist okay, ja. Ich meine, wie gesagt, es ist ein 40 Jahre altes Auto, es ist kein Neuwagen, das wird es auch nie mehr werden. Aber es ist ein Auto mit Patina und das ist auch ganz angenehm. Ne? Das ist halt nicht so perfekt ist. Für die damaligen Verhältnisse war das Auto absolut perfekt. Wow. Du siehst, der hat richtig Potenzial. Ne? Also das macht schon Spaß, mit dem Fahrzeug zu fahren. So, jetzt riecht man übrigens über die Heizung. Dass es ein Verbrenner ist. Nee, das nicht, sondern ist dieser typische Geruch, den ich noch von damals kenne, wenn es warm wurde. Genau. So wie sich das gehört, also wie das war oder ist. Also ihr müsst vorbeikommen, müsst es mal testen. Also das ist... Ich glaube, wir haben den schon mal gefilmt, den hier, oder? Nee. Nur in der Standversion, also ohne Action. So, Stefan Konz, für alle, die gerade einschalten. Wir bewegen uns in einem Werbefilm über das Porsche-Zentrum Saarland. Genau. In einem historischen Porsche, der zum Verkauf im Kundenauftrag erhältlich ist. Zum Beispiel bei Stefan Konz. Genau. Wäre möglich, ja. Und nur aus reinen Bewegungsgründen, weil dieses Fahrzeug wegen den Dichtungen ab und zu bewegt werden muss, fahren wir jetzt diese Fahrt von Saarbrücken nach St. Ingbert und zurück. Genau, richtig, genau. Weil er muss auch mal gefahren werden, der Wagen. Und das ist eigentlich mal ganz gut, dass man das jetzt mal macht. Ja, da hast du dich denn gesagt, bevor es ein anderer macht, mache ich's. Klar,
Da bietet man sich ja an. Ne? Wenn man so eine Ikone bewegen darf oder kann, dann ist das ja schon eine tolle Sache. Und das macht auch Spaß. Also ist schon schön. Also 119.000 glatt oder 900? 900. 19.900. Ja. Die paar Kilometer kommen noch drauf. Ja. 67.000. 20 sind wir jetzt drauf gefahren. Was ist die Reaktion, wenn du damit zu McDonald's fährst? McDonald's war ich jetzt mit dem Auto noch nicht. Ich war aber eben an der Tankstelle ja kurz gewesen bei der Aral und die fanden es wirklich super. Also die Jungs, die hinter mir standen in dem Peugeot 206, die sagten, was ist denn das für ein tolles Auto? Also die waren wirklich ganz geflasht. Ne? Man sieht ja sowas auch wirklich selten mittlerweile im Straßenbild. Also man sieht vielleicht mal noch ein G-Modell, also der normale Basis. Aber hier ist ja beim Turbo, habe ich ja den breiten Spoiler drauf. Und ich habe auch diese breiten Backen hinten an der Hinterachse. Also das ist schon ein bisschen, ja, provokanter auch. Ja, du kennst den Neupreis eigentlich von damals? Also der müsste so im Bereich von 110.000, 120.000 Mark, schätze ich, gelegen haben. Was er jetzt halt mehr in Euro kostet. Also das ist also im Vergleich zu 40 Jahren eine ganz normale Preissteigerung. Das heißt also, ich mache eigentlich gar keinen schlechten Kauf, wenn ich letztendlich überlege, da hat jemand 40 Jahre lang Wert gelegt, dass er so bleibt, wie er ist, oder? Ja, ist richtig, klar. Aber das sind natürlich auch Autos, die auch nach Anschaffung nicht kostenfrei zu bewegen sind. Ich meine, da muss ich halt schon auch ein Budget haben, wo ich sage, okay, der muss zur Wartung, der braucht seinen Ölwechsel etc., wie andere Porsches auch. Porsche-Kunden in der Richtung sind ja sowieso sehr darauf bedacht, dass das Auto den Wert erhält, auch durch Wartung, weil man einfach am Ball bleibt und sagt, okay, es ist es wert, weil das Auto halt was Tolles darstellt. So, also wenn ihr den haben möchtet, meldet euch bei Stefan Konz in Saarbrücken. Heute ist der 28. Februar 2023. Genau. Wenn das Video hochgeladen wurde, sind wir angekommen. So viel kann ich sagen. Ich bedanke mich. Deine Rufnummer in Saarbrücken? Die 0681 988 1657. Also Saarbrücken 988 657. 1657. Porsche Zentrum Saarbrücken. Oder Saarland. Was seid ihr beides? Saarland. Saarland. Porsche Zentrum Saarland. Bis zum nächsten Mal. Im Porsche, was ist das? 930 Turbo. 930 Turbo. Tschüss.